kommt ein Mann zu mir im Coaching und der ist nur im Kopf. Ja. Die allermeisten Menschen sind vorwiegend im Kopf. Ja. So. Und ich höre ihm zu. Ich sage, sprech einfach mal so was dich beschäftigt und was dich belastet und was du dir wünschst. Habe ich ganz bewusst gemacht. Mal. Mit diesen 3 Stimmen gearbeitet. Kann man wunderbar machen. Bei sich selbst, auch mit dem Gegenüber. Und er erzählt, naja, mein Chef, und das ist völlig daneben und so, und das da, bei meinem Hausbau ist da auch wieder so eine Scheiße passiert und der, und dann sage ich irgendwann, okay, jetzt halt mal inne und schließ die Augen. Er schließt die Augen. Und ich sage zu ihm, ja, spür jetzt mal genau, was in deinem Körper passiert. Und er sagt, ja, ich denke, da ist irgendwie eine Unruhe. Erste Stimme. Ich sage zu ihm, nicht was du denkst, was fühlst du? Ja, sage ich doch, ich denke, da ist irgendwie eine Unruhe. Ja? Ja. Er tut sein Bestes, das ist wichtig. Ja? Er tut sein Bestes. Und dann sage ich zu ihm, stell dir vor, du bist ein ruhiger Waldsee. Kannst du dir sowas vorstellen? Okay. Und da fällt einfach jetzt in den Waldsee was rein. Ja? Das sind deine Gefühle, das ist die Unruhe, was auch immer. Und du lässt es sich ausbreiten. Und dann konnte ich ihn immer mehr im Körper halten. Ja? Was geschieht jetzt? Und er sagt, ja, da ist diese Unruhe. Wenige Worte. Da ist diese Unruhe. Und ich frage nach einer Weile, ja, wo spürst du die, wenn du die mal so im Körper sich ausdehnen lässt? Und er sagt, ja, irgendwie ist es hier eng. Und nach einer Weile, hier ist Druck auf den Bauch. Und ich lade ihn ein, ja, lass es sich wieder bewegen. Es gibt nichts Falsches. Es gibt auch nichts Richtiges. Es geht nur darum, mit dem da zu sein, was sich jetzt zeigt und dem Raum zu geben. Ja. Und so konnte der noch sagen, ja, der Druck, der verändert sich irgendwie. Irgendwie atme ich jetzt tiefer. Ja. Und dann nach einer ganzen Weile sage ich zu ihm, und jetzt so auf Empfang, lausch mal, so als wenn du noch tiefer gehst. Ja. Und dann sagt er plötzlich, das ist ganz seltsam, da war ein Satz. War wie verstört. Und ich sage, welcher Satz? Und er öffnet die Augen. Bitte lausche doch öfters mal so zu mir. Stille. Und es war für ihn fast von der Wirkung wie eine Bratpfanne, weil er gemerkt hat, das kam ganz woanders her, als wenn sein Körper zu ihm gesprochen hat. Ja. Und das ist etwas, was wir für uns einfach weiter schulen können. Überall. Ich stehe am Bus, ja, so. Ich sehe eine alte Dame und die hat einen Koffer und mein Kopf sagt eben, oder ich habe das Gefühl irgendwie so, ich helfe dir gerade. Und mein Kopf sagt, hey, vielleicht will die das gar nicht oder sowas. Also, ich lasse es los. Und dann sagt was in mir, mach's. Und dann mache ich. Das mache ich übrigens ganz oft, dass ich einen Impuls habe, irgendwo, und ich mach's. Im Supermarkt an der Kasse, der Kunde vor mir hat Spannung entsteht zwischen den beiden, ja, und ich gucke weit. Und ich sehe beide im Stress. Und kenne ich, greift auch nach mir in dem Moment. Gell, so. Und ich bin weit. Und dann bin ich dran. Und in mir gibt es dann etwas, das sagt eben, anstrengender Tag heute. Und dann will der Kopf sagen, du kannst ihn da einfach anquatschen, die junge Frau, die denkt vielleicht, Stille. Und dann sage ich, anstrengender Tag heute. Die guckt mich an, ganz erstaunt. Ja, hat sie heute noch nicht gehört? Und sagt, ja, stimmt. Ist bald vorbei. Und dann gehen
gehen wir beide auseinander und jeder ist verändert. Weil einer es gewagt hat, mit dem anderen zu gehen. Ja, so. Und das ist, ich sage, das ist gelebte Beziehung zu uns selbst. Ich gehe mit dem. Und zu dem anderen eben auch. Wir erkennen ihn. Und dann kann man was Wunderbares feststellen. Das, was den anderen öffnet, ist immer das, was uns selbst öffnet. Also wenn mein Kind kommt, also meine Kinder sind erwachsen, aber ich habe von ihnen unendlich viel gelernt, kommt zu mir und sagt, Papa, kann ich das und das jetzt gerade mal machen? Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Sage ich, nein, Kind, das hat mich verschlossen. Sie auch? Oder ich sage, ach, das kann ich verstehen, dass das spannend ist, aber es geht im Moment nicht kleiner. Bleibt auf. Das ist doch wunderbar. Und der Kopf, der, sage ich mal, mit seiner Schnelligkeit für seelische Entwicklung oder für Wachstum wenig tauglich ist in dem Bereich. Ja? Aber trotzdem, wir haben den Kopf, wie wir ihn nutzen, sagen die Gehirnwissenschaftler, eine wunderbare Erkenntnis. Das heißt, wenn ich dann aber immer wieder in mich hineinlausche, sagt mein Kopf auf einmal, irgendwo, wo der gerade rumrührt, halt doch gerade mal inne, Joel. Auf einmal sagt er von oben sowas, okay, oder schau da noch mal hin. Oder vielleicht ist es auch viel größer, Joel. Und dann merke ich, danke, es verändert sich ja. Er ist da ganz wichtig, aber bekommt im anderen Bereich, wo es um Empfindung, um Seele geht, auch eine Bedeutung. Mehr und mehr. Und wir werden ganz. Die Polarität von der einen Gehirnhälfte zu der anderen, ja, die sind nur in der oder nur in der. Wow, das kommt zusammen. Ja. Und damit sind wir auch der Seele näher oder dem Wesen. Ja. Also wenn ich auf das Individuum schaue, also wenn ich auf uns Menschen schaue, jeden Einzelnen, dann ist das Wesentlichste für mich, ist, dass jeder einzigartig ist. Und ich will da noch einen Schritt weiter gehen. Ich stand irgendwann mal vorm Spiegel, schaute in den Spiegel und konnte mich gar nicht wirklich leiden. Gell, so. Und da kam so ein Satz, den ich mir nicht erdenken konnte. Ich schaute in den Spiegel und dann kam der Satz, auch du bist ein Teil der Schöpfung. Das war so, als wenn jemand anderes zu mir gequatscht hätte. Das wäre in meiner Birne nicht gekommen. Gell, so. Aber das war was ganz Wesentliches. Weil ich gemerkt habe, ich stehe auf dem Berg, gucke eine Landschaft, bin berührt, denke, Wahnsinn, diese Schöpfung. Ja. Ich schaue auf eine Blume, ich sehe irgendetwas in der Natur und ich denke, unglaublich. Ja. Aber zu bemerken, staune ich auch so über mich? Warum ist bei mir eher eine Entwertung drin, eine Infragestellung, eine Zurücknahme, ein Verstecken müssen, ein nicht zeigen dürfen? Da fällt mir der Mandela ein, der sagt eben, die wirklich tiefste Angst, ja, ist vor allen Dingen uns zu zeigen, das Innerste. Und das ist es, was jeder Einzelne von uns dieser Welt geben kann als Geschenk. Nur wir können das tun. Und das ist so ein völlig anderes in der Welt sein. Ja? Man stelle sich vor, manche Leute, es werden
immer mehr Leute, die sich so zeigen. Was das für eine Erlaubnis ist. Was für eine Bewahrheitung. Der andere auch, der sich nicht wagt zu zeigen, das in dem anderen sieht und praktisch bezeugt wird, ja auch du, auch du. Und von daher hat jeder in seiner Weise, in seinem Umfeld, im weiteren, engeren Sinne, hat Riesenbedeutung in der Weise, wie er da ist. Wie er da ist. Und das ist etwas, was eben in das Ganze ausstrahlt. Wenn wir zum Beispiel auf ein soziales Mobile sehen, ja, ich bin so ein Teil von so einem sozialen Mobile. Ja, da ist mein Papa, meine Mutter, Bruder und so weiter. Und wenn ich da drin verstrickt bin, ja, also weil ich irgendwie glaube, laufend helfen zu müssen und mich laufend kümmern zu müssen, was wir alle in irgendeiner Weise tun, dann bin ich verstrickt. Das heißt, ich halte mit in den Familien, zum Beispiel in der gewissen Struktur in der Familie gibt. Das macht man nicht, das macht man so und Frühstücken tut man so und Schokolade vom Mittagessen gibt es nicht und auch die ganz heftig sagen, und in der Situation bin ich ein haltender Teil. Wenn einer anfängt, diese Struktur zu überstreiten, gell, das heißt aus der Verwicklung sich entwickelt, ja, sagt, es gibt ja noch was anderes. Und dann schwingt er raus auf einen anderen Platz. Und das schwingt ins ganze Mobile. Wenn einer sich bewegt, bewegt sich das ganze Mobile. Und wenn wir in dieser Haltung, in unserem eigenen Mobile so unterwegs sind, ja, was können wir dann wirklich an andere, sagen wir mal, Seinsqualität eröffnen? Ja? Ich will dazu ein Beispiel sagen. 2014 war ja der Maidan in Kiew. Ich war oft in Kiew, mehrere Male. Und ich habe mit Ukrainern und Russen zusammengearbeitet. In Kiew, St. Petersburg, in Moskau und noch irgendwo. Gruppen, halb Russen, halb Ukrainer. Die Frage war, wie das sowieso zu trennen war. Und da fragte mich eine Frau in diesen Gruppen, was meinst du denn mit Weite? Und dann habe ich im Raum rumgeguckt und war so ein Russe, ein Riesenkerl, ein bisschen dunkler Typ, so von der Ausstrahlung her. Und ich wollte denen gerade sagen, komm mal her. Und dann bin ich aber weitergegangen. Und dann habe ich gemerkt, mein erster Impuls war einfach, kommst du mal bitte. Und dann hat mein Kopf gesagt, erste Stimme, irgendwas in der Richtung, nee, der ist doch völlig dicht, mit dem kannst du nichts zeigen. Und das habe ich bemerkt. Und das bemerke ich fast immer. Und dann gehe ich zurück. Und dann kommt wieder die Stimme, nimm ihn. Und dann mache ich das. Beim zweiten Mal, wenn ich nachgespürt habe, mache ich immer das, was aus der dritten Stimme kommt. Ich spar den vor, ein Riesenkerl, und er stand mir gegenüber. Und ich gehe in die Energie. So, Hände in die Tasche. Kein Spiel. Und sagt zu dem, von euch Russen hört man in Deutschland nichts Gutes. Vor euch muss man sich in Acht nehmen. Und zwischen uns, wuff, merkt man richtig, was für eine Ladung. Und dann schaue ich eine Weile an, spüre das, völlig dichte Ladung, energetisch dicht, bang, Gefahr im Raum. Und dann sage ich, jetzt mache ich auf. Und dann habe ich angeschaut und schaue ihn wie als ein Teil, sehe sein Mobile, viele Menschen. Und plötzlich kommt ein Satz in mir. Und er ist, vielleicht ist er auch ein Papa, der seine Kinder liebt. Und ich sage das zu ihm. Und er hat sofort 2 Tränen in den Augen. Und wir schauen uns an und irgendwas zwischen uns geht auf. Und dann kommt die ruhige Stimme,
Gehe auf ihn zu. Sie ist nicht drängend, ganz ruhig, gehe auf ihn zu. Und die erste Stimme, du kannst ja einfach auf den zugehen. Ich lasse wieder los. Geh auf ihn zu. Das ist eine Stimme, die nicht nach oben zieht. Geh auf ihn zu. Ja. Geh auf ihn zu. Ich gehe auf ihn zu. Ich stehe direkt vor ihm. Schau ihn an. Und dann kommt die Stimme, nimm ihn in den Arm. Der Kopf will gerade. Nimm ihn in den Arm. Und ich nehme einfach in den Arm. Der umarmt mich auch sofort. Auf einmal spüre ich, wie er zittert. Und wir fangen beide an zu weinen. Zwei Papas, die ihre Kinder lieben. Ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat. Und dann sage ich, kommt wieder der Satz noch. Wenn wir uns so anschauen, ist mit uns kein Krieg mehr zu machen. In diesem Kreis von Ukrainern und Russen drumherum haben sich die Leute an den Händen genommen und haben geweint. Es war weit. Ich sehe dich in dem, wie du bist und sage ja.